Es ist wohl eine der größten Sicherheitspannen seit langem. Ein Mann schließt sich unbemerkt mit seinem Auto dem Konvoi von Bundeskanzler Olaf Scholz an und folgt ihm bis auf das Rollfeld des Frankfurter Flughafens. Dort stürmt der Mann auf den Kanzler zu und umarmt ihn. Wie kann es sein, dass ein Unbekannter Scholz so einfach so nahe kommt, fragen wir einen ehemaligen Personenschützer von Altkanzlerin Merkel und Scholz. Weil man sich eigentlich im Sicherheitsbereich des Flughafens befindet. Man ist auf dem Vorfeld, 10, 15 Meter vom Flugzeug entfernt. Damit rechnest du natürlich jetzt nicht. So, als Sicherheitsbeamter fährst du dann runter, die Konzentration vom Einsatz, vom Veranstaltungsort, während der Autofahrt, jetzt bist du am Flughafen. Weil du weißt, du gehst die Treppe gleich hoch, setzt dich hin, kommst ein bisschen runter, Abflug. Die ganze Geschichte. Am Mittwoch ist Olaf Scholz beim 25-jährigen Jubiläum der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Nach dem Termin wird er zum Flughafen gefahren, um in seinen Flieger zu steigen. Sein Konvoi besteht aus jeder Menge Polizei und Personenschützern und einem Unbekannten, der sich mit seinem privaten Pkw irgendwo zwischen EZB und Flughafen an den Konvoi dranhängt. Er schafft es sogar auf das abgesperrte Gelände. Hier durch diese Einfahrt müsste der Kanzlerkonvoi aufs Flughafengelände gefahren sein. Hinter der Einfahrt ist eine Schranke, da dürfen nur angemeldete Fahrzeuge weiter durchfahren. Der Kanzlerkonvoi natürlich war angemeldet. Das Fahrzeug des Mannes ist wahrscheinlich nicht. Normalerweise ist Bundeskanzler Olaf Scholz immer gut abgeschirmt. Für seine Bodyguards normaler Alltag, aber gleichzeitig auch Risiko. Der größte Feind ist natürlich die Routine, das wissen wir und haben wir hier auch wieder gesehen. Man will natürlich versuchen, so an die 100% kommt man hier ran, aber man will sich da nähern dran, denn 100% Sicherheit wird es nicht geben. Ja? Aber solche eigentlich lapidare Sache, dass der aussteigt und den Kanzler umarmt, ja, hätte natürlich, wissen wir alle, irgendwann machen können. Hat er aber nicht. Doch nicht nur die Personenschützer scheinen einen schlechten Tag zu haben. Es ist eine Verkettung von Sicherheitspannen. Zuerst die Polizei im Konvoi, die nicht bemerkt, dass ein unbefugtes Fahrzeug mit dranhängt. Dann die Security hier an der Einfahrt zum Flughafengelände, denen das Auto auch durchrutscht. Und zuletzt die Personenschützer des Kanzlers auf dem Rollfeld, die nicht verhindern können, dass der Mann Bundeskanzler Scholz umarmt. Ein Vorfall, der so nicht passieren darf, das ist vollkommen klar. Aber er kann passieren. Aber das wird mit Sicherheit jetzt auch nicht mehr vorkommen. Zum Glück ist nichts passiert. Der Mann wird festgenommen. Olaf Scholz nimmt es wohl gelassen. Der Vorfall wird jetzt untersucht, damit so ein Sicherheitsgau nicht noch einmal vorkommt.